Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget, ja, und heute befinden wir uns auf dem Server 14, ja. Das ist zwar kein Server, den sich jetzt irgendjemand so speziell gewünscht hatte in den Kommentaren, aber das ist auf jeden Fall ein Server, den ich mir auf jeden Fall mal vorgenommen habe, wo wir mal raufschauen wollten. Und ja, auf dem Server ist ein ganz bestimmter Spieler hier damals mit dem Spiel auch bekannt geworden und wahrscheinlich werden ihn auch die meisten von euch kennen und ich denke mal auch die meisten von euch werden durch ihn auf das Spiel hier drauf gekommen sein. Und ja, ist natürlich niemand Geringeres als der einzigartige, der alles vernichtende Schilling. So, da haben wir ihn, ja. Ich wollte einfach mal schauen, wie es aussieht um den Schilling. Natürlich können wir davon ausgehen, dass er nicht mehr Shakes and Fidget spielt. Das ist natürlich ganz klar, das weiß ich auch selbst. Ich wollte einfach nur mal gucken, auf welchen Stand er jetzt stehen geblieben ist, denn sein letztes Video hatte ich nochmal nachgeschaut, vor ich glaube circa 2 Jahren war das gewesen. Sein letztes Video, was er gedreht hatte zu Shakes and Fidget, bevor es dann losging mit Pokémon Go. Dort war er irgendwas um die 460er irgendwie. Deswegen finde ich das auf jeden Fall schon mal ziemlich verwunderlich, dass er hier 478 ist. Trotzdem wird er natürlich nicht mehr weiterspielen, obwohl er hat hier sogar einen 30er-Mod, aber wir sehen, dass er hier zum Beispiel auch nichts Arena-Manager-mäßiges großartig gemacht hat. Also klar, wir gehen von aus, er spielt nicht mehr und wird das Spiel auch nicht mehr anfassen. Trotzdem wollte ich nochmal einmal schauen, wie sein Account hier momentan aussieht. Und wollte euch auch fragen, ob ihr tatsächlich zu dieser Generation gehört, ich sag mal Generation Schilling, Spieletrend, die damit angefangen haben und die, ja, weiß ich nicht, ihn vielleicht lange Zeit begleitet haben in diesem Spiel, bevor es dann übergeschwappt ist zu Pokémon Go. Ja, ist natürlich auch ein wichtiger Schritt für ihn und seinen Kanal auch gewesen. Natürlich, soweit ich weiß, ist er ja auch selbstständig und deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man sich da auf jeden Fall auch dann irgendwie über Wasser hält und das ist nun mal mit Shakes and Fidget so jetzt eher weniger möglich als mit Pokémon Go. Natürlich bin ich auch ein Freund davon, dass er vielleicht eines Tages mal wieder vorbeischnuppern könnte mit seiner Schnuppernase hier in Shakes and Fidget. Das würde auf jeden Fall, denke ich mal, den einen oder anderen von uns sehr, sehr freuen. Ja, und auch die Szene natürlich deutlich wieder bereichern mit seinen Sprüchen und seinem ja, Stil und seinen Charme, wie er hier zu Shakes and Fidget kommentiert hat. Und ja, ich wollte auf jeden Fall nur mal auf den Server gucken und auch ja, nochmal meine Meinung dazu dalassen, denn ich gehe mal von aus, also falls, wie gesagt, er war ja damals in der Gilde Endgegner gewesen. Hier sind die noch auf Platz 1 hier. Ja, da ist W70 der Leiter. Ich glaube, der ist bei uns hier auch irgendwie in der Gilde, ne? Oder zumindest irgendwie ein anderer Typ, ja, hier, W70 ist sogar auch bei uns hier. Der ist auch irgendwie auf fast jedem Server am Start. Ja, wie gesagt, er war hier in der Gilde Endgegner drin. Das war damals seine Gilde oder er war zumindest hier Teil davon. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Ich kam tatsächlich auch eher zum Schluss dazu, muss ich sagen. Das war dann nachher so die Zeit gewesen vor Remastered, so ungefähr. Ein Jährchen vor Remastered kam ich so davor in diese Shakes and Fidget Szene hier, so sage ich mal, rein. So diese YouTube-Szene zumindest und ja, davor hatte ich zwar YouTube gemacht, aber halt mit der Shakes and Fidget-Szene nichts am Hut. Und ja, da kam ich dann irgendwann das erste Mal dann auf Spieletrend. So, wenn man dann halt Shakes and Fidget guckt oder mal nachsucht, dann war das immer die erste Anlaufstelle gewesen, der Spieletrend. Und ja, auf jeden Fall wollte ich einfach mal meine Meinung dazu dalassen, wie es denn sein würde, weil er hatte damals aufgehört, das war zu den Zeiten gewesen, als der Unge-Server rauskam oder als Unge in das Spiel auch mit dazu kam. Da war es ja das erste Mal gewesen, dass jemand einen Avatar bekommen hat und Schilling war dann, glaube ich, dann auch der dann als nächstes einen bekommen hatte. Und ja, das war auch die Zeit gewesen, wo er dann nachher dann zu Pokémon Go dann gewechselt hat. Und wie gesagt, ich möchte in den Kommentaren nicht irgendwie so, ja, weiß ich nicht, für Ärger irgendwie sorgen oder so, dass jetzt hier irgendjemand schreibt, oh ja, der hatte da und da nichts gesagt oder der macht das und das nur für das und so. Da habe ich gar keinen Bock drauf, wer sowas schreibt, der kann dann, ja, der ist total lost dann einfach an der Stelle.
einfach nur in den schönen Zeiten von damals möchte ich mich bewegen hier und nochmal, ja, wie gesagt, meine Meinung dazu äußern, wie es denn wäre, wenn er denn heute wieder dazu stoßen würde, weil er ja damals aufgehört hatte zu den Remastered-Zeiten. Das heißt, ich glaube, er hatte die Remastered vielleicht gerade noch so mitbekommen, aber nicht mehr wirklich dann gespielt gehabt, ja. Und ich glaube tatsächlich, er hatte auch nur noch die Flash damals gezockt und nicht großartig die Remastered. Und da würde sich natürlich einiges ändern. Alleine, ich weiß nicht mehr, ob die Zeit von damals heute dieselbe wäre. Wird sie wahrscheinlich, denke ich mal, nicht sein. Die Zeit von damals lässt sich im Grunde nicht mehr wiederbeleben in dem Falle. Und ich denke mal, das wird auch dem Schilling bewusst sein. Obwohl ich denke mal, das erste Video, falls er irgendwie nochmal einen Comic starten sollte, wird wahrscheinlich überdimensional gut ankommen. Aber dann wird es halt wieder relativ schnell abflachen, weil es ist halt nur Shakes and Fidget. So. Und ja, ich glaube, das Ganze drumherum, was sich so geändert hat mit dem Spiel und so und wie teuer das geworden ist im Vergleich zu damals, ich weiß nicht, ob das so ja, dem einen oder anderen gefällt, der das damals gezockt hat und heute wieder anfangen würde, weil alleine der Grund mit dem Arena-Manager und die Investition, was man da so zu tätigen hat, das ist schon ziemlich heavy shit und auch ziemlich teuer. Und könnte auch den einen oder anderen von damals verschrecken. Aber ja, das ist halt so der eine große Negativaspekt. Aber es gibt halt auch sehr viele coole Sachen, die halt auch in der Zeit mit dazugekommen sind, wie unter anderem hier auch das Würfelspiel. Es ist halt eine sehr coole Sache. Ich glaube, diese tägliche Aufgabe gab es damals auch noch nicht und dementsprechend wahrscheinlich auch nicht die Hydra, was ja mit einhergeht und so. Ja, viele coole Sachen. Der Kalender zum Beispiel. Das sind alles so Sachen, wo ich heute übrigens ein Level-Up auch nochmal gemacht habe, was auch, denke ich mal, sehr nice ist. Auf der anderen Seite, ja, levelt man natürlich viel schneller als im Vergleich zu früher, was auch der Grund dafür ist, warum so viele Leute auf mein Level aufholen oder auf alle Level, sag ich mal, alle, die jetzt irgendwie starten, die werden auf jeden Fall viel schneller im Level höher als wir damals, sag ich mal. Also wir, sag ich mal, alle 500 plus Leute, die für ein Level-Up auf jeden Fall ziemlich hart geschwitzt haben und das ziemlich schleppend wie Umzugshelfer voranging, das Ganze, und man sich da richtig noch drüber gefreut hat. Ja, wie gesagt, heute wird ein halt so ein Level einfach mal so im Kalender auch hinterhergeschmissen. Das sind einfach mal so 1,5 Milliarden XP, die man da bekommt, ne? Und falls man dann noch den richtigen Kalender dann auch noch beiseite hat, bekommt man da auch nochmal, glaube ich, 600 Millionen oder so insgesamt durch den Kalender dazu, wenn es dieser XP-Kalender ist. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ja. Und das ist schon auf jeden Fall ziemlich kranker Scheiß auf jeden Fall, ne? Aber ja, also es hat sich auf jeden Fall einiges verändert, was auf jeden Fall cool wäre, weil das kam ja in der Zeit auch dazu, nachdem dann der liebe Schilling auch gegangen ist. Das ist ja der YouTuber-Dungeon hier, die Dauerschleife der Idole, wo ja der Schilling auch drinne verewigt worden ist, ja, weil er halt auch so viel für dieses Spiel auch getan hat, ne? Also man kann ja schon sagen, dass er in der deutschen Szene zumindest, denke ich mal, wohl der war, der das Spiel wohl mit so am meisten oder im größten Stile vorangetrieben hat. Wofür auch, denke ich mal, sehr viele dankbar früher waren oder heute immer noch sind, weil halt durch ihn halt auch wahrscheinlich sehr viele Leute zu Shakes and Fidget gefunden haben über YouTube. Ja, und das Ganze auch ohne Sponsoring, soweit ich weiß, und einfach so, ich glaube Schilling, tatsächlich Schilling und ich, wir sind die beiden einzigen, die einfach so ein YouTube-Avatar bekommen haben. Also entweder konnte man ja einen YouTube-Avatar gewinnen, ja, durch ein Gewinnspiel halt, randommäßig verlost, die ersten 5 Leute, das war mal einmal so, oder nicht die ersten 5, sondern 5 Leute in den Top 100 oder so und damals noch irgendwie 5 Klassen und jede höchste Klasse hat einen Avatar gewonnen, irgendwie so war das. Dann einmal der stärkste des Servers oder der auf Platz 1 war zu einer gewissen Zeit, der hatte damals einen Avatar bekommen. Also das wurde so ausgelost. Dann bekommen natürlich noch die gesponserten YouTuber einen
Avatar natürlich auch gezeichnet, aber einfach so in den Allerwertesten geschoben. Ja, bekam, glaube ich, nur Schilling und ich so einen Avatar. Bei mir halt durch Terra und bei Schilling ja halt, ne, weil er halt Schilling ist. So, ne, also, weil er halt ziemlich groß auf YouTube war mit Shakes and Fidget, auch damals halt. Ne. Ja, und das Ganze hat er ja auch ziemlich lange gemacht. Wie gesagt, die längste Zeit habe ich es nicht mitbekommen. Nur wirklich nachher so diese Endzeit, sag ich mal, ja, weiß ich nicht, nachher, wo es dann halt so langsam zu Ende ging oder wo, ja, ich sag mal, vielleicht das Spiel immer uninteressanter vielleicht für ihn wurde oder ja, aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall habe ich nachher nicht mehr so viel da, wie gesagt, mitbekommen. Und ja, die Videos hatte ich mir aber trotzdem immer sehr gerne angeschaut gehabt. Früher, das war immer ziemlich cool und war auch, glaube ich, der Anreiz mehr oder weniger. Nee, das muss ich zurückgeben. Der Anreiz war es auf jeden Fall nicht gewesen. Also ich habe Shakes and Fliege hier. Ich habe auf jeden Fall ein paar Shakes and Fidget Videos schon gemacht vorher. Da kannte ich Schilling noch nicht. Da war Schilling schon aktiv gewesen zu der Zeit. Das habe ich im Nachhinein nachgeschaut. Da waren viele zu der Zeit aktiv und haben Shakes and Fidget aktiv auf YouTube gemacht und gezeigt. Nur ja, ich hatte das damals tatsächlich, wie gesagt, ja, 1-2 Videos gehabt, die ich so hochgeladen habe. Weiß ich nicht, Stufe 200 erreicht, habe ich ein Video gemacht. Da habe ich ja das Spiel vorgestellt, ich glaube, das war mein allererstes Video. Stufe 300 erreicht, da habe ich ein Video gemacht. Und ich glaube, mit Stufe 400, ja stimmt, da hatte ich Stufe 400 erreicht und da kam auch simultan die Unterwelt raus. Das war so die Zeit, wo ich dann nachher aktiv mit Shakes and Fidget auch angefangen habe und dann immer mehr in diese Szene reingerutscht bin, irgendwie so. Ja, aber wie gesagt, da war nachher dann, wie gesagt, schon fast alles dann over gewesen. Ne? Und ich glaube, 1-2 Jahre davor kam dann die Festung sogar raus. Da hatte ich auch nochmal ein Video zugemacht, aber da war ich halt auch noch nicht drin gewesen in der Shakes and Fidget-Szene. Aber ich hatte ein Infovideo, glaube ich, irgendwie dazu gemacht. Ja, wäre ich damals schon eingestiegen, dann wäre ich jetzt, glaube ich, schon 2 Jahre länger dabei. Das wäre, glaube ich, nochmal ein anderer Unterschied gewesen. Aber ja, auf jeden Fall, ja, es ist, wie gesagt, ja alles Schicksal und alles ist auf jeden Fall so, wie es sein soll. Und ja, da kann man auf jeden Fall heutzutage nichts mehr dran ändern und dran rütteln und dran schütteln. Ich fand nur auf jeden Fall diesen Gedankengang ziemlich interessant von mir, muss ich sagen, wie es wäre, wenn der Spieletrend heutzutage wieder zurückkäme in SF-Lande, um sich hier umzugucken, wie so die Remastered überhaupt ist, ne? Weil ich weiß gar nicht, ob ihr das alles so damals mitbekommen habt und alles, was jetzt halt um das Spiel so rundum geschehen ist, weil da kam ja jetzt schon, wie gesagt, einiges seit der Zeit. Ja, fand ich auf jeden Fall ziemlich interessant. Schreibt auf jeden Fall mal eure Meinung dazu in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Und ob ihr damals auch aktiver Zuschauer von dem lieben Schilling gewesen seid und ob ihr ihn euch dann auch wieder zurückwünscht. Aber ja, ich denke mal, das brauche ich gar nicht fragen. Ich denke mal, das steht außer Frage. So, ne? Vielleicht sind die ein oder anderen Hater noch mad irgendwie auf damals, dass er irgendwie jetzt aufgehört hat mit SF. Aber wie gesagt, Leute, ihr müsst auf jeden Fall diese Entscheidungen respektieren, weil es ist immer noch, wie gesagt, auch sein Kanal und er kann machen, was er möchte, uns auch zeigen, was er möchte und muss sich auch nicht dafür rechtfertigen für das, was er macht, weil es halt, wie gesagt, sein Kanal ist. Und wenn es halt Leuten nicht gefällt, dann müssen die Leute halt eben deabonnieren, da müssen die Leute eben, keine Ahnung, die Videos eben nicht mehr schauen. Aber ja, ich habe auf jeden Fall den Spieletrend noch abonniert, gucke zwar seine Videos auch nicht mehr, weil mich Pokémon Go zwar halt auch nicht so interessiert, aber ich bin halt auch niemand, der jetzt deswegen da jetzt das Abo kündigt, sondern da trotzdem weiter supportet und ja, zwar auch nicht mehr die Videos guckt, wie gesagt, ist klar, ne, aber da auch nicht unnötig reinhatet oder so, ne, oder irgendwelche Hasskommentare oder so schreibt, ne, also das ist komplett lost und unnötig und möchte ich unter meinen Videos auch bitteschön nicht haben. Gut, Dankeschön, das soll es denn soweit gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.